Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute kommt eine Einheit an die Reihe, auf die ich mich schon sehr lange freue, nämlich die imperialen Bihand-Kämpfer. Bezogen auf das Imperium der alten Welt denkt man sofort an eine Einheit elitärer Krieger, die mit mächtigen Zweihändern bewaffnet in den Kampf ziehen. In der Realität sah der Einsatz von Bihand-Kämpfern allerdings etwas anders aus. Sie stellten keine großen Regimenter, sondern zogen als Teil der Gewalthaufen aus Pikenieren, Hellebardieren und später auch Musketenschützen in die Schlacht. Ihren Namen verdanken diese Krieger ihren Waffen, den Biedenhändern. Damit werden alle Schwerter bezeichnet, die ein sogenanntes langes Gehilz haben, also eine Grifflänge von 40 bis 50 cm. Trotz ihrer gewaltigen Größe waren die Waffen relativ leicht und Exemplare des frühen 16. Jahrhunderts wogen meist weniger als 3 Kilo. Man musste also kein Herkules sein, um einen Zweihänder führen zu können. Zeit also, sich mit diesen Kriegern und ihren Waffen genauer zu befassen. Der Biedenhänder ist ein Zweihandschwert, das sich aber vom langen Schwert des Mittelalters unterscheidet. Dieses entstand um die Mitte des 13. Jahrhunderts, als die Rüstungen begannen deutlich besser zu werden. Die zu dieser Zeit Groß- oder Kriegsschwerter genannte Waffe wurde in erster Linie zweihändig geführt. Die zweite Hand wurde je nach Bedarf eingesetzt, was die Effektivität und die Hiebkontrolle erheblich verbesserte. Durch die Entwicklung der Plattenrüstung verlor dann der Schild an Bedeutung und somit war die linke Hand endgültig frei. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts begann der Übergang zur zweihändig geführten Schwertführung. Der Schwertgriff war zu diesem Zeitpunkt bereits auf stolze 30 cm angewachsen. Die Masse des Schwertes selber war vergleichsweise gering. Sie lag meist zwischen 1,3 und 1,6 Kilo. Das ermöglichte komplexe Fechttechniken. Zweihändige Schwerter erlebten so in der Folge eine wahre Blütezeit und ihre Länge nahm ständig zu, bis in der Renaissance die Biedenhänder in Verwendung kamen. Der klassische Biedenhänder hatte am unteren Ende kurz hinter dem Griff eine Fehlschärfe, die auch mit Leder umwickelt sein konnte. So war es möglich, mit der rechten Hand vor das Parier zu greifen und eine bessere Hebelwirkung zu erzielen, was besonders gegen Stangenwaffen sehr nützlich war. Vor der Fehlschärfe waren sogenannte Parierhaken oder Dornen angebracht, um bei einer Waffenbindung die gegnerische Klinge möglichst früh abzufangen. Außerdem schützten die natürlich die Hand, wenn man in die Fehlschärfe griff. Im Gegensatz zu Schwertern wie dem Katzbalger oder dem Schweizer Degen wurde der Biedenhänder nicht in einer Scheide, sondern blank über der Schulter getragen. War ein Landsknecht im Kampf mit dem Biedenhänder ausgebildet, erhielten sie in Deutschland einen Meisterbrief vom langen Schwert von den Marx-Brüdern. Die Marx-Brüder waren Fechtschulen, die ihren Unterricht als erste zur öffentlichen Vorführung nutzten. Konnte der Landsknecht diesen Brief nachweisen, so erhielt er den doppelten Sold. Daher kommt dann auch der Name Doppelsöldner. In der Regel waren die Bihandkämpfer hinter den Pikenieren aufgestellt und griffen erst in den Kampf ein, wenn die Pikenhaufen ineinander verkeilt waren. Ihnen fiel dann die Aufgabe zu, die gegnerische Formation aufzubrechen. Außerdem bestand die Wachmannschaft der Fahnen aus Doppelsöldnern mit Biedenhändern. Mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert verlor der Zweihänder dann an Bedeutung und verschwand allmählich aus seiner Rolle als Nahkampfwaffe. Trotzdem wurde er auch noch im Dreißigjährigen Krieg, also von Beginn bis Mitte des 17. Jahrhunderts, als Waffe eingesetzt. Seine Funktion wurde aber immer mehr die einer Zier- und Paradewaffe und war immer weniger für einen Kampfeinsatz gedacht. Diese Rolle hat er auch heute noch in einigen Armeen oder Streitkräften. Zum Beispiel wird in der Schweizer Garde des Vatikan noch heute ein Biedenhänder während der Rekrutenvereidigung benutzt. Und wie in der frühen Neuzeit sind sie dort die Fahneneskorte. Natürlich gab es verschiedenste Varianten der Zweihänder, zum Beispiel das schottische Claymore, jegliche Art von Richtschwertern oder auch das spanische Montante, mit dem befassen wir uns später etwas mehr. Die im deutschsprachigen Raum eingesetzten Biedenhänder wurden auch Schlachtschwerter genannt. Der Griff war meistens 4 Handbreit lang, was ungefähr 40 cm entspricht, und wurde durch eine Verdickung in der Mitte in 2 Bereiche aufgeteilt, was das Greifen erleichtern sollte. Der Knauf hingegen war relativ klein. Die Parierstange verfügte über Parierringe, damit sind die Dinger hier gemeint, kurz über dem Handgriff. In diese konnte man hineingreifen, um das Schwert auch waagrecht einsetzen zu können. Die Enden der Parierstange waren zur Zierde oft eingerollt und wie die Parierdornen zur Spitze hin gebogen. Das ist bei den imperialen Bihandkämpfern hier nicht der Fall, aber das ist der Größe der Figuren geschuldet. In Italien gab es die Variante des Spadone a due mani oder kurz einfach Spadone. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Klinge des Spadone wurde zur Spitze hin dünner und die Parierdornen waren hier nur Dreiecke. Es entstand aus dem zweihändigen Schwert zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das Spadone war am Anfang auch relativ klein, meistens nur Schulter bis Kinn hoch und hatte auch noch keine Parierringe.
In den Fechtlehren von Giacomo di Grassi 1570 und Francesco Alfieri 1653 zeigt sich, dass sich die Aufgabe der Biedenhänder, in dem Fall hier das Spadone, immer weiter spezialisiert hatte und besonders der Einsatz gegen mehrere Gegner oder in einer Leibgarde im Vordergrund stand. Mit der Spezialisierung kommen wir zum bereits erwähnten spanischen Montante. Es war den italienischen Zweihändern ähnlich, aber in der Regel kürzer und auch dünner. Im Gegensatz zu den Zweihändern anderer europäischer Fechtschulen waren die Montante und der dazugehörige Fechtstil nicht auf das Duell ausgerichtet, sondern auf den Kampf gegen mehrere Gegner. Entsprechend war nicht die Bindung eines Gegners in dieser Fechtkunst wichtig, sondern die Abdeckung ganzer Flächen, weil damit zu rechnen war, gegen mehrere und auch unterschiedlich bewaffnete Gegner kämpfen zu müssen. Die Fechtkunst des Montante ist in sogenannte Regeln untergliedert. Das sind Technikkombinationen für bestimmte Situationen. Es gibt Regeln für Umzingelungen in engen Gassen, zur Verteidigung einer Dame, aber auch gegen Schildträger und Stangenwaffen. Sogar für den Kampf auf den Laufstegen von Galeeren gab es Regeln. Hinzu kommen Techniken, die nur für die Übung von Bewegungsmustern, also für die Beinarbeit gedacht sind. Die Gemeinsamkeit aller Regeln ist, dass sie auf einen Kampf gegen mehrere Gegner ausgerichtet sind, die aber, wie schon einmal erwähnt, alle unterschiedlich bewaffnet sind. Um welche Waffen es sich dabei handelt, wird nicht weiter erklärt, es wird aber davon ausgegangen, dass sie in der Regel leichter sind, also Rapiere oder auch Messer. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Gegner soll durch die Masse und Reichweite des Montante ausgeglichen werden. Besonders wichtig ist bei dieser Kampfweise gewesen, dass der Druck auf alle Gegner gleichzeitig ausgeübt wird. Mit flachen Schwüngen wird dabei viel Raum abgedeckt, um so ganze Gruppen in Schach zu halten. Die Hiebe gehen flüssig ineinander über, während gleichzeitig die Bindung einzelner Gegner vermieden wird, weil man so den Angriffen anderer Gegner Tür und Tor öffnen würde. Das Montante kann man also durchaus als eine Flächenwaffe ansehen und Stiche sind in dieser Fechtschule selten oder auch nur in ganz bestimmten Situationen vorgesehen. Die Hiebe selber bleiben dabei recht simpel. Das Komplexe ist hier die Beinarbeit. Der Hintergrund dabei ist, dass die Waffe aus dem ganzen Körper herausgeführt wird. So gibt es oft komplette Körperdrehungen und Sprungangriffe, zum Beispiel gegen Stangenwaffen. Der Kampf Montante gegen Montante wird in den meisten Quellen nur mit 1 oder 2 Regeln erwähnt, in denen auch stets betont wird, dass dies ein sehr seltener Fall ist, für den die Waffe eigentlich gar nicht gedacht ist. Natürlich habe ich auch bei den Biedenhändern wieder eine Bezeichnung gefunden, die heute vielleicht gebraucht wird, aber nicht mehr so bekannt ist. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Viele von euch kennen den Begriff des Gassenhauers oder haben ihn schon mal im Zusammenhang mit meinen Landsknechtsvideos gehört. Da ist er ja auch schon ein paar Mal aufgetaucht. Heute ist das eine, ich glaube auch nur noch wenig gebrauchte Bezeichnung für ein sehr erfolgreiches Lied. Im Falle eines Zweihandschwertkämpfers bezieht sich das aber nicht auf ein Lied, sondern wirklich auf das Hauen einer Gasse, damit man in die gegnerische Formation einbrechen kann. Daher der Name Gassenhauer. Und mit dieser kurzen Anekdote endet dann auch wie immer das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.